Servus, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zur zweiten Hälfte des dritten Tages unseres Share the Passion Marathons. Live von der RWS GmbH, live aus Halle 3, live von der IWA 2023. Heute sprechen wir über Rösler-Waffen und über das neue Highlight-Modell, die Signature. Vorher möchte ich einmal meine Gäste vorstellen. Wir haben von, Achtung, Rösler-Waffen, den Herrn Walter Rösler. Walter, grüß dich. Hallo Moritz. Und wir haben Hunting Evergreen, Keno AKH, Keno Waldfein Hunting. Jetzt habe ich auch schon gestottert, jetzt bin ich bereit. Keno, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da sein darf. Als erstes möchte ich euch natürlich fragen, vom dritten Tag der Messe, dritten Tag der Show, wie gefällt euch beides, die Messe als auch die Show? Großartig, Moritz. Keno, der dritte Tag, du siehst aus wie frisch wie immer, wie machst du das? So ist es. Einfach Vollgas weiter. Und wir haben den Hashtag Share the Passion. Und genau das, finde ich, trifft auch auf die Messe zu. Sprich, man trifft hier nur Leute mit Passion. Man ist in der Community, in seinem Element. Man kann den ganzen Tag über das reden, was einen begeistert. Und es ist doch einfach großartig, hier zu sein. Thema Begeisterung würde ich direkt einmal aufspringen. Es ist tatsächlich so, es ist egal, mit wem ich gesprochen habe, alle sind happy irgendwie. Ja. Alle haben so positive Energie und jeder ist auch noch so ein bisschen so aufgeregt, auch selbst am dritten Tag der Messe. Wir sharen the passion, wir teilen die Passion in einer Industrie, die zwei herausfordernde Jahre hinter sich hat. Messeseitig, aber natürlich auch für die Produkte und für die Manufakturen. Jetzt fühlt es sich so an, wir sind alle wieder tief im Saft, wir sind gut aufgegleist, wir haben alle Bock. Passion ist aber jetzt in unserem Bereich sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt die Sportschützen, die Jäger, die Longrange-Schützen, Rucksäcke, Outdoor, Gear, gibt's alles. Trotzdem sprechen wir über das, was uns eint und nicht über das, was uns teilt. Walter, was ist denn deine Passion, wenn du mir die Frage erlaubst? Meine Passion ist die Waffenmechanik. Und ich sehe überall Aufgaben und wenn ich dann nach Lösungen suchen darf, dann bin ich voll im Flow. Dann bist du ja der perfekte Anknüpfpunkt zu Kenos Passion, die ich jetzt schon kenne, weil ich durfte ihn mal fragen. Keno, für die Leute, die es nicht wissen, woher kennt man dich und was ist deine Passion? Genau, man kennt mich tatsächlich genau wie dich von den Bühnen der Branche, möchte ich einfach sagen. Sprich, wir hatten beide schon relativ früh das gleiche Anliegen, unsere Passion einfach rauszutragen und mit allen zu teilen. Und mit Walter vereint mich die Passion Jagd, aber dann tatsächlich auch die Passion einfach zu funktionellen, robusten, praktikabler Ausrüstung. Und da hat Walter einfach sozusagen meine Passion mit seiner Passion sehr gut bedienen können und Waffen gebaut, in die ich mich von Anfang an verliebt habe. Aber da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr zu. Walter, du kannst sehen, deswegen glänzen seine Augen auch so. Ihr habt natürlich auch schon, ihr arbeitet nicht erst seit gestern zusammen, kommen wir gleich drauf. Also Keno, wie das auch schon nett gesagt hat, deine Passion ist quasi seine Passion möglich zu machen. Das kann man genauso sagen. Ja. Dass ihr das schafft, das steht außer Frage. Die Brands Rösler-Waffen und Waldfein Hunting, die sind nicht erst seit gestern zusammen. Aber schließen wir den Kreis, fangen einen neuen an für die Leute, die jetzt mit Rösler-Waffen aus irgendeinem Grund vielleicht noch keine Berührungspunkte hatten. Ich wollte vorsichtig fast sagen, nichts anfangen können, aber das ändert sich nach dieser Show sowieso. Genau. Walter, hol uns doch mal ab. Was ist der Kerngedanke, die Idee hinter Rösler-Waffen? Funktionelle, praktische, sehr präzise, zuverlässige Waffen zu produzieren. Und das war immer schon, wir haben vor 27 Jahren zusammen eben mit meinem Vater die Rösler Waffen gegründet und das war von Anfang an unser Ziel. Einfach funktionelle, zuverlässige Waffen zu produzieren und daran halten wir nach wie vor fest, auch nach 27 Jahren. 27 Jahre, das klingt ja quasi nach einem Familienbetrieb eigentlich. Das ist genau so. Also es ist ein Familienbetrieb. Auch mein jüngerer Bruder ist ja tätig bei uns im Unternehmen und macht da die Konstruktion und Produktionsleitung und so weiter. Ja. Jetzt hast du gesagt, hey, pass auf, die müssen präzise sein, die müssen widerstandsfähig sein. Also die müssen quasi alle Probleme lösen, die du vorher identifiziert hast. Was du nicht gesagt hast, ist, dass sie auch noch ziemlich cool aussehen, ne? Genau, also das ist tatsächlich ein Erkennungsmerkmal von unseren Produkten, dass wir uns sehr stark an klassischen Linien, schlanken Linien orientieren, leichte Waffen zu bauen. Mhm. Kommen wir auch gleich drauf und ihr habt sogar mit Hausken, sehe ich gerade, eine co-gebrandete Schalldämpferlinie. Ja. Ist die jetzt nur hier grün oder ist das grün gewollt?
Das ist jetzt speziell für den deutschen Markt, mit Co-Brandung Röver, Hauskern mit dem echt coolen Grün, zusammengestellt worden mit RWS gemeinsam. So, jetzt interessiert mich, bevor wir jetzt hier einsteigen, wie habt ihr zusammengefunden, was macht ihr eigentlich zusammen und warum kommt dabei so cooler Content raus? Keno, los. Wie schon gesagt, es ist tatsächlich eine Passion, die uns zusammengeführt hat. Eigentlich muss ich ganz, ganz weit ausführen. Vor vielen Jahren in meiner Jägerprüfung war die einzige Waffe, die mir gefallen hat, die mir gut in der Hand gelegen hat, eine Titan 6. Und dann habe ich irgendwie mit der Waffe geschossen, meine Prüfung geschossen. Der Prüfer guckte auf die Scheibe und sagte, alles klar, wollen Sie nochmal schießen? Das war ein Scherz. Nein, es war alles im Zentrum, es war so präzise, es war on point. Und es hat funktioniert. Es hat für mich damals funktioniert. Dann bin ich tatsächlich erstmal, ich hatte keine eigene Waffe und ich hatte tatsächlich auch nicht den familiären Background, jetzt irgendwie, bei Vater zu Hause aus dem Waffenschrank dann für meine Jagd eine zu nehmen. Das heißt, ich habe erstmal ganz klassisch als Jungjäger mit dem 98er angefangen und war damit viele Jahre auf Jagd. Habe dann aber gemerkt, dass diese Waffe, so wie sie war, meinen Ansprüchen, so wie ich mir eine gute Jagdwaffe vorstelle, einfach nicht gerecht wird. Und dann kam es tatsächlich so, dass RWS uns zusammengeführt hat, damals auf dem allerersten Influencer-Event, was es damals ins Leben gerufen wurde. Und auch da war die Titan 6 wieder mit dabei. Ja, und dann, warte mal, Sekunde. Genau, das geht noch ganz warte gut. mal, Sekunde, irgendwie passt das hier gerade alles. Und dann habe ich auf dem Event, da hatten wir dann so ein Vergleichsschießen unter uns, einfach so als kleinen sportlichen Wettkampf. Natürlich auch wieder mit der Titan 6 geschossen in der Ausführung Target Light in 6.5 Creedmoor. Und das war dann der Einstieg, wo ich gesagt habe, möchte ich mir ausleihen. Da hatten wir tatsächlich noch gar nichts miteinander zu tun, sondern es lief erstmal alles komplett über RWS. Und dann habe ich hinter den Kulissen, meinen Charme und meine Kontakte genutzt, dass ich mir eine Rösler Titan 6 in 6.5 Creedmoor für die Jagd ausleihen durfte. Kenos Charme und Kontakte heißt, er hat jeden Abend so einen Kasten Bier vor die Firma gestellt mit einer Visitenkarte, bis irgendjemand angerufen. Ich mache natürlich nur Spaß. Keno, bitte, sprich weiter. Genau, aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und insofern, habe ich dann damals gesagt, komm, das ist irgendwie die Waffe, die hat mich einfach so ergriffen von der Funktionalität, vom Design, von der Haptik, von allem, dass ich habe wirklich da tatsächlich in dem Sinne angefangen, ein bisschen an der Tür zu schauen und zu betteln, weil ich gesagt habe, ich möchte diese Waffe haben. Damals war ich noch gar nicht so groß im Social Media, wie ich es jetzt bin. Das heißt, ich musste tatsächlich so ein bisschen erstmal fragen, ob das dann wirklich möglich ist. Aber es wurde möglich gemacht. Ich war damit auf der Jagd. Ich habe insbesondere auf Rehwild damals viel gejagt. Es hat alles funktioniert. Dann kam der Anruf, deine Leihwaffe, die brauche ich jetzt ganz dringend auf dem Event, die musst du zurückschicken. Und ich war todtraurig und dann gedacht, oh Mensch, jetzt muss ich diese Waffe abgeben. Glücklicherweise waren wir dann in diesem Jahr Standnachbarn hier auf der IWA. Insofern hat auch da tatsächlich die IWA wieder sozusagen mir in die Karten gespielt. Plötzlich stand wieder ein Kasten Bier vom Stand. Plötzlich stand der Keno bei euch auf dem Stand und ihr habt ihn auf ein Bier eingeladen. Und damals war ich dann aber schon so in dem Bereich PRS-Schießen, Wettkampfschießen. Und da hattet ihr die Titan 6 Tech gerade draußen. Und ich habe dann gesagt, so, Rösler Jagdwaffe, Rösler Tech, irgendwie ist das... Ich konnte mich gar nicht entscheiden, aber damals war wirklich das große Bedürfnis für mich für eine Matchwaffe. Wir haben uns ja gleich, wenn ich kurz unterbrechen darf, von Anfang an gut verstanden, weil der Keno auch diesen technischen Zugang hat. Und da konnten wir uns auch gut zusammenschließen und kommunizieren und waren auf derselben Welle. Ja, ich erinnere mich noch wirklich gut an unseren Austausch. Also das war auch mit dem Hannes zusammen, mit deinem Mitarbeiter, der ja auch für die Kunden sehr viel gut greifbar ist und immer da in erster Front steht. Haben wir wirklich sehr lange da gestanden und immer wieder philosophiert und geguckt. Und dann hast du auch gesagt, Mensch, Keno, du brauchst mal so eine Waffe, nimm die mit auf den Wettkampf, teste sie. Aber du hast mir auch damals gesagt, und das hat mich tatsächlich dann wirklich gänzlich von dir überzeugt, du hast einfach gesagt, das ist die Waffe so, wie sie jetzt ist. Lass uns drüber reden, wenn dir unter Wettkampfgesichtspunkten daran was nicht gefällt, wenn du was anders haben möchtest und hast einfach sozusagen mir sozusagen auch von Anfang an einfach gezeigt, dass du jemand bist, der einfach auch nicht nur ein Produkt baut und dann hinstellt und sagt, das ist es jetzt, nehmt es, sondern dass du einer bist, der einfach
der mit dieser Passion daran geht, das Produkt immer weiter zu machen, immer besser zu machen. Da kann ich jetzt vielleicht noch mal einen kleinen Ausflug wieder an dich sozusagen zuleiten. Die Titan 6 hat sich ja im Laufe der Zeit auch immer wieder weiterentwickelt. Da ist das eben das Thema wieder, wo du mich vorher gefragt hast, was ist meine Passion? Ich bin durch und durch Mechaniker und ich sehe überall Aufgaben und brauche die Lösungen dazu. Und ich kann einfach nicht anders, als wenn ich etwas sehe, mich damit zu beschäftigen, nachzudenken, wie kann ich das optimieren, wie kann ich die Prozesse im Betrieb optimieren, die Produktion, das Produkt einfach besser machen. Und so bleibt eigentlich unser Produkt nie stehen. Also es vergeht kein Jahr, wo wir nicht irgendetwas adaptieren, erneuern, besser machen. Und das ist, glaube ich, ja auch so ein Erkennungsmerkmal für Techniker, Inside, die das dann halt erkennen und sehen. So, also, was ich jetzt von euch mitgenommen habe, das Herz in unserem Kampagnenlogo, das ist quasi extra stellvertretend für die Beziehung zwischen Wildfire Hunting und Rösler Waffen. Gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt gibt uns doch aber für die Leute, die quasi schon kratzen und sagen, jetzt stell doch dieses coole Gewehr bitte vor. Es gibt jetzt die Signature. Was macht sie so besonders? Warum? Müssen wir sie wahrscheinlich vor Keno verstecken, weil er sie sonst gleich jetzt wieder direkt mitnimmt. Walter, bitte hol uns ab. Was macht dein Gewehr zu quasi, Achtung, Kenos Gewehr? Also in der Signature ist die Produktionserfahrung von 35.000 Stück Titan 6 vereinigt. 35.000 Stück Titan 6. Genau, also und wie ich vorhin erwähnt habe, wir haben laufend adaptiert, verbessert und so weiter. Und hier drinnen findet sich alles, was wir da in diesen 20 Jahren Produktionszeit gemacht haben und eben mit einer Handspannung ergänzt, die sehr leicht zu bedienen ist, auch mit wenig Kraft, zum Beispiel auch von Damen oder Leuten mit einem kürzeren Finger oder so etwas, positioniert auf der Schlageinheit und ja, von links nach rechts spannt man. Wir haben eigentlich noch mal kurz zur Geschichte zurück, nicht unsere erste Handspannung. Wie wir angefangen haben, mein Vater und ich vor 27 Jahren, haben wir kombinierte Waffen gebaut, Kipplaufbüchsen und kombinierte Waffen. Und die waren damals schon mit Handspannung ausgestattet, auf dem Baskül auch mit einer seitlichen Bewegung zum Spannen, Handspannen. Jetzt würde ich dich bitten, die Erfahrung aus 35.000 Stück Titan 6. Es hört sich auch so an, als würdest du trotzdem auch sehr viel Wert auf das Feedback eurer User legen. Wie weit ist es denn, wie weit ist natürlich eure Erfahrung in der Produktion mit der Erfahrung und dem Feedback eurer Anwender kombiniert, um eine Signature zu bauen? Natürlich, es geht gar nicht anders, als wie das Feedback zu nehmen von unseren Kunden, um etwas besser zu machen. Denn wenn man nur so isoliert in seiner Werkstatt steht, ist es sehr schwierig, da nicht... In seiner eigenen Blase, ne? Genau, dass man in seiner eigenen Blase lebt und betriebsblind wird. Und zum Beispiel, gerade ein kleines Beispiel, die Oberflächenbehandlung am Lauf, das ist eine spezielle Art der Plasmanitrierung und vorher Keramik gestrahlt. Das hat sich erst entwickelt aufgrund von Kundenfeedback, weil dieses klassische Brinieren einfach suboptimal ist, meiner Ansicht nach. Das ist zwar sehr, sehr glänzend und schön, aber hat technisch gesehen Nachteile. Und das haben wir... Anfällig für Handschweiß und genau so ist es, genau so ist es. Und deswegen haben wir das dann so weiterentwickelt und das ist extrem glattfest und korrosionsbeständig. Und das kommt eigentlich nur aus diesen Themen, wenn wir Feedback bekommen von unseren Kunden und dann versuchen wir das umzusetzen. So, Keno, dann interessiert mich natürlich jetzt, hast du die Erfahrung aus 35.000 Stück Titan 6. Du hast dein Feedback wahrscheinlich auch zwischendurch 2-3 Mal so ein bisschen bei Rösler Waffen abgegeben. Was waren denn so deine, vielleicht in Kürze, was ist denn so, wo du sagst, hey, pass auf, die Bronierung zum Beispiel ist ein wichtiges Thema, ne, gegen Handschweiß und so. Ja. Was sind denn andere Features, die jetzt dir besonders gut gefallen? Wir haben das tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Nach der Tech kam halt noch die klassische Titan 6 Tech, Titan 6 als 308 als Jagdwaffe. Und ich habe sie einfach benutzt und dann bin ich irgendwann zu Walter gefahren mit beiden Waffen und wir haben die einfach mal Stück für Stück zerlegt und uns einfach mal angeguckt, wo hat die Waffe gelitten, weil ganz ehrlich, für mich ist eine Waffe ein Werkzeug für die Jagd oder für den Schießsport. Sprich, ich benutze es wie ein Werkzeug. Ich benutze es, es wird
allen Umständen ausgesetzt und ich bin nicht pfleglich damit. Ich mache das, was nötig ist, um die Präzision aufrechtzuerhalten, aber das war es dann auch und wir haben einfach mal festgestellt, tatsächlich auch nach, wie soll man sagen, meiner rauen Anwendung haben die Waffen sehr, sehr gut funktioniert. Für Walter natürlich dann auch nochmal ein schönes Feedback zu sehen, dass gewisse Sachen, eben zum Beispiel die Plasmanitrierung, eben auch wirklich allen Umständen standhalten kann, meinen Umständen standhalten kann, den Wettkampfbedingungen standhalten kann. Da ist dann auch wieder das Crossover zur Wettkampfwaffe sehr interessant, weil die habe ich in den Jahren, wo ich sie hatte, 4.500 Schuss durchgebracht, bis ich dann einen neuen Lauf von dir gekriegt habe. Und ja, 4.500 Schuss aus Anwendererfahrung für den Hersteller innerhalb von 2 Jahren ist natürlich auch keine Alltäglichkeit. Und insofern hat Walter sozusagen da knallhart mein Feedback direkt auf den Tisch gekriegt. Aber ich habe tatsächlich nichts auszusetzen gehabt. In Norddeutschland heißt es immer, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und insofern haben wir... So arbeite ich mit ihm auch. Liebe Leute, ihr seht, was bei Share the Passion möglich ist, wenn die Passion des Anwenders auf die Passion des Herstellers trifft wie ein perfekt sitzender Legostein, dann kommt ein Liebesprodukt der Extraklasse heraus, zum Beispiel die neue Signature von Rösler Waffen. Walter, ich weiß, wir könnten jetzt noch eine Stunde hier weitermachen. Vielen Dank trotzdem für deine Zeit. Keno, vielen Dank für deine Worte. Vielen Dank, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Wir sind aber immer noch nicht fertig, denn wir haben noch 2, 3 interessante Panel vom finalen Tag von Share the Passion live von der RWS-Bühne hier auf der IWA 2023 aus Halle 3a. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Zeit. Wir sehen uns im nächsten Talk.